Ja, hallo, hier ist wieder der Oliver Schmidt, Olli Schmidt von Schmidt Maschinentechnik. Ich will euch heute mal was über unsere Siebschaufeln erzählen, weil ihr euch ja sicherlich schon alle gefragt habt, warum sind die so günstig? Sind die aus Fernost oder sonst wo importiert? Nein, diese Schaufeln werden von mir konstruiert und von mir auch für euch zusammengeschweißt und montiert. Das ist jetzt das größte Modell, was wir im Moment bauen. Größere Modelle sind aber in Planung. Das ist für Bagger von 8 bis 15 Tonnen. Da macht die schon noch Sinn. Die hat 4 Siebwellen mit jeweils 25 Polyurethansternen. Also auf der einen Welle sind nur 24 Sterne, ist klar, weil die ja ineinander greifen. Aber ja, insgesamt 4 Siebwellen, also ungefähr 100 Sterne, und die greifen ineinander. Die Siebfläche hier hinten ist 1 Meter breit, und wir haben uns bei der Konstruktion der Schaufel so ein paar Gedanken gemacht, die es bis jetzt auf dem Markt noch nicht so gibt. Und zwar erstens mal haben wir den Wellenkasten, also wo die Wellen drin sind, und der Kettentrieb, der dann hier von dem Motor angetrieben wird, von dem Hydraulikmotor, von Lösi übrigens, nach innen gesetzt. Das heißt, die meisten Siebschaufeln auf dem Markt, oder fast alle, ich kenne jedenfalls keine andere, haben den Wellenkasten nach außen einfach so dran gepappt. Das ist einfacher zu bauen, hat aber den Nachteil, dass ich jedes Mal, wenn ich mit dem Löffel in die Erde reingehe, also Material aufnehme, schiebe ich mir hier mit der Seite Erde nach vorne, also Richtung Bagger. Das haben wir hier versucht zu vermeiden, oder beziehungsweise das vermeiden wir hier komplett, indem wir hier so eine große Öffnungsweite haben und das Material dann hier durch diese Öffnung nach hinten gegen die Sterne gelangt. Das ist auch kein Problem, also für jeden, der jetzt meint, ja, das würde stopfen und so weiter. Also wenn das Material so nass und lehmig ist, dass das nicht nach hinten an die Siebsterne fällt, dann ist es zu nass zum Sieben, da kann man es lassen. Das funktioniert einwandfrei und ja, da könnt ihr euch gerne von überzeugen, wenn ihr sowas mal probiert. Dann haben wir die Seitenteile. Das sieht zwar jetzt nicht so unheimlich dufte aus, aber wir haben die Seitenteile nach außen, also konvex gestaltet, weil das meiste Material, wenn was rausfallen will, dann will das über die Seiten rausfallen beim Sieben. Jetzt haben viele Schaufelhersteller einfach hier das gerade oder sogar konkav, also nach innen geneigt. Das ist natürlich total kontraproduktiv. Unsere Schaufel ist deswegen nach außen geschwungen oder halt konvex gestaltet. Dazu haben wir hier auch noch ein schönes Dreck über die Schaufelfallverhinderungsblech montiert, also angeschweißt. Ja, also die gesamte Schaufel ist aus Hardox-Material, also kein Hardox, sondern nur so fest wie Hardox, eine Brinellhärte von 400, so wie man das von den Schneiden kennt. Also alle erdberührenden Teile sind aus diesem Material, also quasi unverwüstlich. Der Motor, eben schon erwähnt, von Lösi treibt das Ganze an. Für verschiedene Größen hat der Motor auch verschiedene Schluckvolumen, so nennt man das ja. Dass die Sterne sich immer, also die Siebwellen sich immer adäquat schnell bewegen, je nachdem wie groß der Bagger ist. Das Ganze hier oben drauf nennt man Schockventil. Das ist ein Überlastventil. Wenn zu viel Druck ankommt, schaltet das einfach den Vorlauf an den Rücklauf, also dass der Motor keinen Schaden nimmt. Dazu haben wir euch hier oben 2 Stopfen drauf gemacht, um eine Messuhr anzuschließen, um den Rückstaudruck, der relativ gering sein sollte, zu messen, um eine lange Lebensdauer des Motors zu ermöglichen. Da gibt es auch andere Hersteller, die haben da einfach einen roten Plastikschoppen, und wenn der wegfliegt, dann ist zu viel Rückstaudruck. Das ist natürlich, sagen wir mal, gerade hier bei uns in Deutschland eine knifflige Angelegenheit,
Das müsst ihr dann auf einem Ölabscheiderplatz machen, den Rückstaudruck einfach. Und deswegen, also haben wir euch hier könnt ihr eine Meso anschließen. Ja, die Schaufel ist gemacht so bis 210 Bar. Und was gibt es noch Positives zu berichten? Also gibt es im Moment noch für 3 Größen Abbagger von ungefähr 3 Tonnen bis 15 Tonnen haben wir bis jetzt. Wenn ihr gerne eine größere Schaufel haben wollt, machen wir euch die auch gerne.